In the EU alone, tax evasion, avoidance and fraud, not to mention tax havens, cost around €1 trillion a year in lost revenue. During its Strasbourg plenary session, Parliament voted on a report on the fight against those practices. We asked Othmar Karas from the European People's Party and British Conservative Case Swinburne for their opinions. Why is the fight against tax evasion and tax havens so important? It's really important given the fact that the estimates are over €1 trillion are lost at the moment through various tax initiatives, whether it be tax fraud, tax evasion or aggressive tax avoidance policies, which are not illegal but obviously unethical. And so I think globally the mood now is, in a time of economic crisis, that we need to ensure that the tax collecting mechanisms across the world are actually suitable for today's global world. Wichtig ist es, weil wir eine Gemeinschaft sind. Und weil alle Staaten, die genehmigt Unterstützungen geben, dass man in einem anderen Staat keine Steuer zahlt oder Steuer hinterzieht, de facto das staatliche Schmarotzertum unterstützen. Und wir wollen innerhalb der Europäischen Union einen automatischen Informationsaustausch. Und der ist nur dann wirklich effizient, wenn wir auch außerhalb der Europäischen Union Abkommen mit Drittstaaten pflegen. Aussichtslos ist gar nichts, wenn der politische Wille vorhanden ist. Is the EU doing its utmost? What else could or should be done? Wir haben seit dem Jahre 2003 ein Zinsbesteuerungsabkommen, das auch verpflichtet Drittstaatverhandlungen. Gott sei Dank haben wir endlich nach 10 Jahren diese Tür aufgestoßen und der Kommission durch die Finanzminister die Möglichkeit gegeben, mit diesen Verhandlungen gegenüber Drittstaaten zu beginnen. Die Europäische Kommission hat im Jahre 2008 eine Novelle dieser Zinsbesteuerungsrichtlinie vorgeschlagen, um den Anwendungsbereich zu erweitern. Wir hoffen, dass dies bis Ende dieses Jahres endlich auch umgesetzt werden kann. This has to be done globally. Most of these companies who are actually currently in the news headlines, who are not paying their fair share or seemingly not paying it, are actually global in their nature and are using the different tax jurisdictions in order to find arbitrage opportunities. That actually needs to be stopped and can be done globally. And G8 and G20 negotiations, led by my own Prime Minister David Cameron, are actually going to take place later on this year in order to really tackle those big issues. Once the EU bans tax havens, won't they just move elsewhere? The term tax haven is fairly misleading. If we take the OECD's definition of tax havens, which is the only one that I would actually work with, there are actually very specific criteria people have to meet in order to be a tax haven. And we shouldn't be confusing tax avoidance with tax neutrality. Das, was Steueroasen ausmacht, ist, dass sie das Zahlen von Steuern de facto unterlaufen. Dass sie Geld aus einem Land in ein anderes Land transportieren lassen, obwohl der Sitz des Unternehmens, obwohl die ökonomische Tätigkeit, obwohl der Vorteil daraus in einem Land besteht. Wir müssen koordinieren im Binnenmarkt. Wir müssen global Steuerhinterziehung, das heißt Rechtsbruch, de facto im Griff haben. Weil wir ja ansonsten die Steuerflucht und die Steuerhinterziehung begünstigen und damit Volksvermögen verloren geht. There could be big financial gains. Who does this money belong to? Will it benefit EU citizens? Das ist ja klar, es gehört den Steuerzahlern, den Staaten, in dem der Bürger oder die Bürgerin seinen Sitz hat. Die haben ja auch den Steuerentfall, wenn ausgelagert wird und wenn Steuern hinterzogen werden. Any funds that are recovered through this are obviously a member state issue. Tax at the end of the day is the one tool that member states have to use and should be at the discretion of their governments. And so what they choose to do with those funds when they retrieve them is actually up to them to spend.